Hallo und herzlich willkommen zur Fortbildung Open Innovation Managerin. In diesem Modul befassen wir uns mit dem Thema Open Innovation mit Wirtschaft und Startups. Anlässe für Open Innovation mit Wirtschaft und Startups. Ein wesentlicher Bestandteil der Stadtgesellschaft und sicherlich auch ein naheliegender Partner für Unternehmen zur Umsetzung von Open Innovation sind andere Wirtschaftsakteure. Hierzu können andere Unternehmen gehören, wie zum Beispiel Geschäftskunden, Lieferanten oder sogar Wettbewerber. Sie sind mit ihrem Wissen nah dran an der betrieblichen Realität des Unternehmens und können direkten Input zum Kern des Unternehmens liefern. Hierzu gehören aber auch Kammern, die Wirtschaftsförderung, Branchenverbände oder Innovationsnetzwerke. Nicht zu unterschätzen ist auch die Rolle von Startups, die häufig über innovative Technologien, Produkte, Leistungen oder Geschäftsmodelle verfügen, die für das Unternehmen spannend sein können. Es geht also um sämtliche Akteure im Umfeld der Wirtschaft. Die Anlässe für mittelständische Unternehmen, Open Innovation mit Partnern aus der Wirtschaft bzw. Startups vorzunehmen, sind vielseitig. Dabei zeigen sich zum Beispiel folgende Schwerpunkte. Erster Schwerpunkt ist die Beschleunigung von Innovationsprozessen. Durch den intensiven technologischen Wandel, in dem wir uns befinden, ist es kaum noch möglich, das Unternehmen das Wissen über die Technologien und den Umgang damit immerzu im eigenen Unternehmen vorzuhalten. Vor dem Hintergrund dieser steigenden Digitalisierungs- und Technologieansprüche kann es sinnvoll sein, mit Expertinnen und Experten außerhalb des Unternehmens zusammenzuarbeiten, um an dieses Wissen zu gelangen. Somit muss das Wissen nicht im eigenen Unternehmen aufgebaut werden, was zu einer Beschleunigung eigener Innovationsvorhaben führen kann. Zweiter Schwerpunkt ist das Einholen von Feedback für eigene Entwicklungsvorhaben. Je nach Branche kann die Entwicklung eines neuen Produktes langwierig und teuer sein. Umso größer ist dann der Druck, dass das Produkt ein Erfolg am Markt wird. Es besteht also ein hohes Risiko in der Produktentwicklung. Open Innovation ermöglicht den Einbezug von anderen Wirtschaftsakteuren, die marktnah sind und den Nutzen beurteilen können, zum Beispiel Kundinnen oder Lieferanten. Werden sie frühestmöglich in den Entwicklungsprozess eingebunden, können wertvolles Feedback eingeholt und damit Fehlentwicklungen vermieden werden. Das Risiko sinkt und damit auch die Entwicklungszeit und die Kosten. Ein dritter Schwerpunkt ist das disruptive Denken, insbesondere mit Startups. Open Innovation steht für die Einbindung von Wirtschaftsakteuren, die von außen maßgeblich neuen Input in Entwicklungsprozesse geben können. Durch die Einbindung von Startups zum Beispiel wird das Generieren von neuen radikalen Ideen gefördert. Dadurch kann frisches Denken für neue innovative Geschäftsmodelle entstehen. Auf diese Weise könnte auch eine Veränderung der Unternehmenskultur vorangebracht werden. Auf der Produktebene kann eine Kooperation mit Startups zu Produktinnovationen oder Verbesserungen führen. Sollte ein geeigneter Anlass für eine Kooperation mit Startups oder anderen Unternehmen gefunden sein, so stellt sich die Frage, welche Formen oder Formate für die Kooperation geeignet sein könnten. Dabei stellen sich insbesondere 3 Kategorien heraus. Der erste Aspekt ist das gemeinsame Erproben von Ideen. In diese Kategorie fallen zum Beispiel Testlabs oder Inhouse-Messen, in denen eigene Produktideen von Geschäftspartnern wie Kunden oder Zulieferern bewertet werden. Oder auch Online-Communities, die eine anonymere und dafür breitere Bewertung der eigenen Produktideen vornehmen. Die zweite Kategorie wird als Co-Innovation bezeichnet. Hier arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit anderen Wirtschaftsakteuren an innovativen Produkten oder Leistungen. Ein bekanntes Format in diesem Zusammenhang ist der Corporate Hack bzw. Hackathon. Dabei stellt das Unternehmen eine eigene Herausforderung vor und lässt dann eine ausgewählte Gruppe an Personen von außerhalb des Unternehmens daran arbeiten. So generiert das Unternehmen frische, neue Ideen, die es aus der eigenen Organisation heraus vielleicht nicht entwickelt hätte. Der dritte Bereich ist die Start-up-Förderung. Unternehmen können sich neue Technologien oder das Wissen darüber durch die Zusammenarbeit oder auch den Kauf von Startups ins Haus holen. Immer mehr Unternehmen
richten dafür sogenannte Corporate Venture Funds ein, um in Startups zu investieren und daraus Nutzen für das eigene Unternehmen zu ziehen. Auch das Modell des Venture Clientings gehört hier zu den Instrumenten. Dabei kaufen größere Unternehmen das Produkt eines Startups in einer frühen Phase, um einen Wettbewerbsvorteil als Early Mover zu erzielen. Zur Open Innovation gehören auch Prozesse aus dem Unternehmen heraus, bei denen die Expertise des Unternehmens auf dem Markt genutzt wird. Hierzu gehört zum Beispiel die Ausgründung von Startups, die als eigenständige Organisation eine höhere Aussicht auf Erfolg haben. Die Wahl eines geeigneten Formates hängt dabei eng mit der Zielsetzung des offenen Innovationsprozesses ab. Es stellt sich zusammenfassend die Frage, welche Chancen und Herausforderungen eine offene Innovationsbeziehung mit Startups oder anderen Unternehmen bietet. Zu den Chancen gehört sicherlich der Zugang zu Wissen über neue Technologien, Trends, Produkte, Leistungen oder Geschäftsmodelle. Durch diesen Know-how-Zuwachs kann die Tatsache ausgeglichen werden, dass im eigenen Unternehmen nicht jegliches Wissen vorgehalten werden oder in absehbarer Zeit aufgebaut werden kann. Implikationen für das eigene Geschäftsmodell können so schneller erkannt werden. Zudem erweitern sich auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Unternehmens. Weiterhin kann gemeinsames, offenes Denken im Rahmen von Co-Innovation-Prozessen zu mehr Kreativität, neuen Ideen, Projekten und Produkten führen, die allen beteiligten Unternehmen Vorteile am Markt bringen können. Open Innovation kann also Win-Win-Situationen schaffen. Insbesondere das frühzeitige Vernetzen mit anderen Wirtschaftsakteuren, die nah am eigenen Markt sind, kann die Kosten, die Time to Market und damit das Risiko von eigenen Entwicklungsprojekten deutlich verringern. Zu den Herausforderungen gehört zum Beispiel das Thema Intellectual Property, also geistiges Eigentum. Gerade wenn mehrere Unternehmen zusammenarbeiten und gemeinsam Ideen entwickeln, stellt sich irgendwann die Frage, wer eigentlich welche Idee hatte und diese nun vermarkten darf. Daher ist es elementar, dass die Rechteverhältnisse im Vorfeld der Zusammenarbeit geklärt werden. Ein zweiter Punkt betrifft das Thema Aufwand. Open Innovation bedeutet, dass Unternehmen klar definieren müssen, wie sie offene Innovationsprozesse gestalten wollen. Dazu gehören natürlich die Themen, die definiert werden müssen. Zuständigkeiten, Kanäle und Formate, über die zusammengearbeitet werden kann. Und sicherlich auch die Grenzen der Offenheit. Denn es gibt sicherlich Bereiche und Informationen, die nicht im Open Innovation Modus geteilt werden sollen. Diese gilt es abzustecken. Nicht zu unterschätzen ist ein dritter Faktor, der die Menschen betrifft. Dort, wo nun Expertise von außen hereinkommt, wird es auch eventuell Menschen geben, die sich unwohl damit fühlen, dass sie bisher die ersten Ansprechpartner waren und vielleicht so etwas wie eine Informationshoheit hatten. Es gilt daher, die Menschen grundsätzlich in Innovationsprozessen mitzunehmen. Damit sind wir bereits am Ende dieses Moduls angekommen. Vielen Dank, dass Sie beim Thema Open Innovation mit Wirtschaft und Startups dabei waren. Schauen Sie sich auch die anderen Module unserer Fortbildung Open Innovation Managerin an.